Willkommen bei German Tales. Hallo zusammen und danke, dass ihr heute hier seid. In dieser Lektion werden wir über etwas sehr Häufiges und sehr Persönliches sprechen, das viele Menschen betrifft, die weltweit Deutsch lernen. Viele Lernende möchten besser Deutsch sprechen, mehr verstehen und sich sicher fühlen. Aber es gibt ein stilles Problem, das sie aufhält. Sie fühlen sich allein. Sie haben keinen Lehrer, der sie begleitet, keine Freunde zum Üben, keine Deutschen um sich herum und niemanden, der ihre Fehler korrigiert. Langsam beginnen sie, etwas Schmerzhaftes zu denken. Vielleicht ist Deutsch zu schwer für mich. Vielleicht kann ich das nicht. Aber ich möchte, dass ihr das ganz klar hört. Allein zu lernen ist keine Schwäche. In vielerlei Hinsicht kann es sogar eure größte Stärke werden. Warum? Weil ihr beim Alleinlernen etwas sehr Wertvolles habt: Freiheit. Ihr bestimmt eure Zeit. Ihr bestimmt euer Tempo. Ihr entscheidet, wie oft ihr etwas wiederholt. Ihr entscheidet, welches Niveau zu euch passt. Ihr entscheidet, welche Methode euch am meisten hilft. Ihr könnt üben, ohne euch zu schämen. Ihr könnt Fehler machen, ohne Angst zu haben. Und das Wichtigste, ihr könnt eine starke tägliche Gewohnheit aufbauen. In dieser Lektion zeige ich euch einen klaren, einfachen und effektiven Weg, wie ihr jeden Tag selbst Deutsch lernen könnt. Auch wenn ihr Anfänger seid, auch wenn ihr schüchtern seid, auch wenn euer Deutsch noch klein ist, bleibt bei mir. Der erste Schritt kann alles verändern. Schritt 1. Schafft einen deutschen Raum in eurem Leben. Wenn ihr allein lernt, müsst ihr eine wichtige Wahrheit verstehen. Deutsch wird nicht zufällig in euer Leben kommen. Ihr müsst die Tür öffnen. Ihr müsst Deutsch einladen und ihm einen Platz in eurem Tag geben. Warum ist das wichtig? Weil ihr nervös werdet, wenn Deutsch fremd und weit entfernt wirkt. Aber wenn Deutsch normal wird, werdet ihr ruhiger und stärker. Viele Lernende machen denselben Fehler. Sie lernen 20 Minuten und verbringen dann den Rest des Tages nur in ihrer eigenen Sprache. Dadurch bleibt Deutsch nur ein Schulfach und wird keine echte Fähigkeit. Und eine Fähigkeit wächst nur, wenn sie Teil des täglichen Lebens wird. 1. Lasst euer Handy euch beim Lernen helfen. Euer Handy benutzt ihr viele Male am Tag. Also macht es nützlich für euer Lernen. Probiert diese kleinen Veränderungen aus. Stellt die Sprache eures Handys auf Deutsch um. Benutzt eure Lieblings-Apps auf Deutsch. Fügt eine deutsche Tastatur hinzu. Jetzt werdet ihr oft Wörter sehen wie Einstellungen, Akku, Speicher, Nachricht, Passwort, WLAN und Update. Am Anfang kann es schwierig wirken. Das ist völlig normal. Es bedeutet, dass euer Gehirn aufwacht und neue Muster lernt. Diese kleinen Handlungen sind stark, weil ihr Deutsch ganz natürlich begegnet, ohne zusätzlichen Aufwand. 2. Baut eine deutsche Ecke in eurem Zimmer auf. Euer Zimmer kann zu eurem Klassenzimmer werden, aber es sollte sich warm und lebendig anfühlen, nicht langweilig. Wählt einen kleinen Platz in eurem Zimmer. Legt dorthin ein
ein Notizbuch, einen Stift, etwas Papier, eure Lernmaterialien. Dann schreibt nützliche Sätze auf, die ihr im echten Leben sagen könnt. Ich verstehe nicht. Kannst du das noch einmal sagen? Bitte warte einen Moment. Ich werde es versuchen. Ich übe jeden Tag Deutsch. Lest diese Sätze oft. Wenn ihr sie immer wieder seht, beginnt euer Gehirn, sie anzunehmen. Später kommen sie euch leichter in den Sinn. Drittens, wählt eine einfache deutsche Quelle. Viele Lernende schauen zu viele verschiedene Dinge. Ein Video hier, ein Podcast dort, heute eine App, morgen eine andere. Das Ergebnis ist Verwirrung. Halte es einfach. Wähle eine gute Quelle und bleib ein paar Wochen dabei. Zum Beispiel ein YouTube-Kanal für Anfänger, ein langsamer deutscher Podcast, einfache Gespräche, leichte Geschichten für Lernende. Wichtige Regel: Nutze jeden Tag dieselbe Quelle und denselben Stil. Warum? Weil Wiederholung Verständnis schafft. Verständnis schafft Selbstvertrauen. Viertens. Macht Deutsch zu einer Gewohnheit. Das eigentliche Problem ist oft nicht die Motivation. Das eigentliche Problem ist, jeden Tag die Entscheidung zu treffen. Du fragst dich, soll ich heute lernen? Vielleicht später? Vielleicht morgen? Und oft passiert gar nichts. Die Antwort ist einfach. Wähle jeden Tag eine feste Zeit. Vielleicht 20 Minuten am Morgen. Vielleicht 20 Minuten am Abend. Behandle es wie Zähneputzen. Du diskutierst nicht darüber. Du wartest nicht auf Motivation. Du machst es einfach. Wenn Übung automatisch wird, wird Fortschritt leichter. Disziplin ist stärker als Motivation. Und wenn du weitermachst, auch langsam, wird Deutsch Tag für Tag in dir wachsen. Verändere die Art, wie du denkst. Du bist nicht allein. Du trainierst. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn du trainierst, wiederholst du viele Male. Du machst Fehler. Du fühlst dich manchmal unwohl. Du bemerkst schwache Bereiche. Und das ist gut. Warum? Weil das Zeichen von Fortschritt sind. Wenn Deutsch Teil deines täglichen Lebens wird, fühlt sich Sprechen leichter an. Zuhören wirkt natürlicher. Lesen wird flüssiger. Und nach wächst dein Selbstvertrauen. Also ändere ab heute einen Satz in deinem Kopf. Sag nicht, ich brauche jemanden zum Lernen. Sag, ich kann allein üben. Warum ist das so kraftvoll? Weil Sprachflüssigkeit nicht von anderen Menschen gegeben wird. Sie wird durch tägliches Handeln in dir aufgebaut. Wenn du richtig übst, fühlst du dich stärker. Du sprichst mit weniger Angst. Du antwortest schneller. Und etwas Interessantes passiert. Menschen sind eher bereit, mit dir zu sprechen. Selbstvertrauen lädt zu Gesprächen ein. Fähigkeit schafft neue Chancen. Erstens. Verstehe, was ein Partner wirklich gibt. Viele Lernende denken, sie brauchen einen Partner. Aber ein Partner gibt meistens nur 3 Dinge.
eine Gelegenheit zu sprechen, einen Grund zuzuhören und zu antworten, ein wenig Druck. Das ist alles. Die eigentliche Frage ist also, kannst du diese 3 Dinge allein schaffen? Ja, das kannst du. 2. Sprich jeden Tag laut. Das größte Problem vieler Lernender ist nicht das Verstehen. Es ist das Sprechen. Manche Menschen können ein wenig lesen. Manche können ein wenig schreiben. Manche verstehen einfaches Deutsch. Aber wenn es Zeit ist zu sprechen, kommt nichts heraus. Warum? Weil sie nur den Kopf trainieren, nicht den Mund. Sprechen ist körperlich. Deine Zunge bewegt sich. Deine Lippen bewegen sich. Deine Atmung verändert sich. Dein Rhythmus verbessert sich. Es ist wie Training für den Körper. Einfache Übung, starkes Ergebnis. Sprich jeden Tag 10 Minuten laut. Nicht still in deinem Kopf. Benutze deine echte Stimme. Auch wenn dein Deutsch noch einfach ist, kann diese Gewohnheit alles verändern. 3. Einfache Wege, allein zu sprechen. A. Sprich darüber, was du gerade tust. Das ist eine der einfachsten Methoden, weil du keine Ideen erfinden musst. Beispiele: Ich sitze auf meinem Stuhl, ich schaue auf mein Handy, ich trinke Wasser, ich fühle mich müde, ich möchte jetzt Deutsch lernen. Dein Ziel ist nicht perfekte Grammatik. Dein Ziel ist es, weiterzusprechen. B. Sprich über deinen Tag. Sprich jeden Abend 2 Minuten über deinen Tag. Benutze diese einfache Reihenfolge. Morgen, Nachmittag, Abend. Beispiel: Am Morgen bin ich um 7 Uhr aufgewacht. Am Nachmittag habe ich gearbeitet. Am Abend habe ich mich zu Hause entspannt. Das hilft dir, natürlicher zu sprechen. C. Teile deine Meinung mit. Viele Lernende können Dinge beschreiben, aber sie üben keine Meinungen. Füge deshalb jeden Tag einen Meinungssatz hinzu. Beispiele: Ich denke, diese Lektion ist nützlich. Ich glaube, Deutsch ist wichtig. Meiner Meinung nach funktioniert tägliches Üben am besten. Ich bin nervös, aber ich mache weiter. Das lässt dein Sprechen natürlicher und erwachsener klingen. 4. Erzeuge selbst Druck. Ein Sprachpartner erzeugt oft gesunden Stress. Aber du kannst dieses Gefühl auch allein schaffen. A. Nimm täglich deine Stimme auf. Sprich 2 Minuten. Nimm es auf. Dann höre dir selbst zu. Am Anfang fühlt es sich vielleicht seltsam an. Das ist normal. Nach einigen Wochen wirst du dich wohler fühlen. Nach einem Monat hörst du vielleicht deutliche Fortschritte. Das ist ein starker Beweis dafür, dass du besser wirst. B. Sprich vor einem Spiegel. Der Spiegel wird dein Zuhörer. Schau in dein Gesicht. Sprich klar. Steh gerade. Am Anfang fühlt es sich vielleicht lustig an, aber es hilft sehr. Du baust Selbstvertrauen, Blickkontakt und Präsenz auf. C. Benutze einen Timer. Wähle 60 Sekunden. Sprich ohne zu stoppen, bis die Zeit endet. Mach nicht zu viele Pausen. Auch wenn du Wörter wiederholst, mach weiter. Dann steigere dich langsam,
60 Sekunden, 90 Sekunden, 2 Minuten, 5 Minuten. So wächst Sprachflüssigkeit. 5. Lerne. Sätze, nicht nur Wörter. Ein häufiger Fehler ist es, lange Wortlisten zu lernen. Das Problem? Einzelne Wörter sind schwer in echten Gesprächen zu benutzen. Bessere Lösung? Lerne ganze Sätze. Einfache Übung. Wähle einen Modellsatz. Zum Beispiel: Ich möchte das tun, weil. Jetzt bilde 10 neue Sätze. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich Sprachen liebe. Ich möchte mich verbessern, weil es mir wichtig ist. Ich möchte klar sprechen, weil ich Selbstvertrauen brauche. Ich möchte weitermachen, weil sich Fortschritt gut anfühlt. Das baut gleichzeitig Grammatik, Geschwindigkeit und Sprechfähigkeit auf. 6. Hol dir deine Kraft zurück. Wenn du sagst, ich brauche jemanden, dann gibst du die Kontrolle ab. Aber wenn du sagst, ich habe einen Plan, dann holst du dir die Kontrolle zurück. Und dann passiert etwas Wichtiges. Du wirst dein eigener Lehrer. Du wirst dein eigenes Übungssystem. Du wirst jede Woche stärker. Und eines Tages, wenn du mit echten deutschen Muttersprachlern sprichst, wirst du nicht erstarren. Du wirst bereit sein. Du wirst ruhig bleiben. Du wirst mit Selbstvertrauen sprechen. Ändere deine Methode. Wenn du bessere Ergebnisse willst, musst du aufhören, zufällig zu lernen. Viele Lernende machen einfach das, was sich an dem Tag gut anfühlt. Heute ein Video, morgen eine App, am nächsten Tag nichts. Das führt zu langsamem Fortschritt. Du brauchst ein klares System. Du brauchst nicht viele Stunden. Du brauchst eine einfache Routine, die du jeden Tag wiederholst. Lerne wie jemand, der es ernst meint. Deine tägliche Routine sollte aus 4 Teilen bestehen. 1. Sprechen, 2. Schreiben, 3. Hören, 4. Lesen. Wenn du diese 4 Fähigkeiten immer wieder trainierst, verbessert sich dein Deutsch Schritt für Schritt. 1. Sprich 10 Minuten. Das ist einer der wichtigsten Teile. Das Ziel ist, deinen Mund zu trainieren, damit du sprechen kannst, ohne zu erstarren. Einfache Methode. Sprich über dein echtes Leben. Sprich über, was du gerade tust, was du siehst, was du fühlst, was du willst. Beispiel: Ich sitze auf einem Stuhl. Mein Zimmer ist ruhig. Ich bin ein wenig müde. Ich möchte mein Deutsch verbessern. Sprich langsam. Jage nicht der Perfektion hinterher. Dein Ziel ist Bewegung, nicht perfekte Grammatik. 2 Minuten Challenge. Wähle ein Thema. Sprich 2 Minuten lang ohne zu stoppen. Beispiele: Meine Familie, mein Tag, meine Arbeit, mein Traum. Warum ich Deutsch lernen möchte. Wenn du das regelmäßig machst, beginnt Sprachflüssigkeit zu wachsen. Selbstvertrauenssatz. Am Ende sage einen starken Satz: Ich werde jeden Tag besser. Ich kann Deutsch sprechen. Ich habe keine Angst vor Fehlern. Das trainiert auch deinen Geist. 2. Schreibe 10 Minuten. Wenn du allein lernst, kann Papier dein Lehrer werden. Warum schreiben? Du denkst klarer.
Du bemerkst Fehler. Du lernst Satzstrukturen ganz natürlich. Tägliches Tagebuch. Schreibe jeden Tag 6 bis 10 einfache Sätze. Beispiel: Heute bin ich um 7 Uhr aufgewacht. Ich war müde. Ich habe Kaffee getrunken. Ich habe gearbeitet. Am Abend habe ich Deutsch gelernt. Intelligente Korrektur nach dem Schreiben. Erstens: Korrigiere deinen Text selbst oder mit einem Tool. Zweitens: Verstehe den Fehler. Drittens: Schreibe die richtige Version noch einmal. Das Umschreiben hilft dem Gedächtnis. Fehlerheft. Behalte eine Seite mit dem Titel Meine häufigen Fehler. Beispiel: Ich bin langweilig Pfeil. Mir ist langweilig Schrägstrich. Ich langweile mich. Ergehen Pfeil. Er geht. Ich habe 20 Jahre Pfeil. Ich bin 20 Jahre alt. Lies diese Seite jede Woche. Drittens: Höre jeden Tag zu. Viele Lernende wollen mehr sprechen, aber sie trainieren ihre Ohren nicht. Das ist ein Fehler. Wenn das Hörverstehen schwach ist, wird das Sprechen langsam. 1-Minute-Methode. Wähle einen kurzen Audioclip, etwa 1 Minute lang. Dann 1. Höre einmal zu. 2. Höre noch einmal zu. 3. Schreibe auf, was du verstehst. 4. Kontrolliere es mit Untertiteln oder dem Text. Es fühlt sich langsam an, aber es funktioniert sehr gut. Wenn du zuhörst, achte auf, wie Sätze beginnen, wie Ideen verbunden werden, häufige Redewendungen, Sprechrhythmus, natürliche Aussprache. Das hilft dir später natürlicher zu klingen. 4. Lies jeden Tag. Lesen gibt dir neue Wörter, Satzmuster, Ideen, Selbstvertrauen. Wähle einfaches Material, kurze Geschichten, einfache Dialoge, Anfängertexte, einfache Artikel. Lies laut vor. Sehr wichtig. Lautes Lesen verbessert Aussprache, Fluss. Selbstvertrauen. Lies langsam und deutlich. Nützliche Sätze sammeln. Speichere nicht nur einzelne Wörter. Speichere ganze Sätze. Beispiele. Ich verstehe es noch nicht, aber ich lerne. Ich war nervös, aber ich habe es versucht. Kannst du das bitte wiederholen? Benutze diese Sätze dann beim Sprechen. Tägliche Routine für Anfänger: 10 Minuten sprechen, 10 Minuten schreiben. 15 Minuten hören, 10 Minuten lesen. Gesamt 45 Minuten. Das Geheimnis ist nicht die Anzahl der Minuten. Das Geheimnis ist Beständigkeit. 45 Minuten jeden Tag für 6 Monate sind stärker als 3 Stunden einmal pro Woche. Warum diese Methode funktioniert? Weil du alles trainierst. Sprechen trainiert deinen Mund. Schreiben trainiert Struktur. Hören trainiert deine Ohren. Lesen trainiert dein Gehirn. Zusammen bauen sie Sprachflüssigkeit auf. Nutze ChatGPT als Lehrer. Nutze es nicht nur als Werkzeug. Nutze es wie einen Übungspartner. Versuche zu schreiben. Hallo, ich lerne Deutsch. Bitte korrigiere meine Fehler. Erkläre es einfach. Stelle mir Fragen.
Jetzt schaffst du deinen eigenen Lernraum. Korrigiere deine Sätze. Beispiel: Falsch, ich gehe gestern. Richtig, ich bin gestern gegangen. Dann frage, warum? Verstehe es, benutze es wieder. Kling natürlicher. Manchmal ist Grammatik korrekt, aber es klingt seltsam. Frage: Klingt das natürlich auf Deutsch? Das hilft sehr. Konversation üben. Sag: Stelle mir einfache Fragen auf Deutsch. Dann antworte. Du kannst echte Gespräche ohne Druck üben. Rollenspiele. Beispiele: Im Restaurant. Am Flughafen. Nach dem Weg fragen. Bewerbungsgespräch. Einen Freund treffen. Das lehrt echte Alltagssprache. Fortschritt verfolgen. Viele hören auf, weil sie denken, dass sich nichts verändert. Aber Fortschritt ist am Anfang oft unsichtbar. A. Nimm wöchentlich deine Stimme auf. Sprich 2 Minuten über. Meine Woche. Meine Probleme. Mein Fortschritt. Nach einem Monat vergleiche die Aufnahmen. Du kannst hören: besseren Fluss, mehr Selbstvertrauen, bessere Sätze. Das ist echter Fortschritt. B. Einfache Checkliste. Schreibe jeden Tag: Ich habe gesprochen. Ich habe geschrieben. Ich habe zugehört. Ich habe gelesen. Das baut Disziplin auf. C. Speichere deine Fehler. Schreibe Fehler und richtige Versionen auf. So wiederholst du sie nicht mehr. D. Lerne 3 Phrasen pro Tag. Nur 3. Beispiele: Ich bin mir nicht sicher. Lass mich nachdenken. Kannst du das wiederholen? Nach 30 Tagen gleich 90 nützliche Phrasen. E. Hörtest jede Woche. Höre 1 Minute Audio. Schreibe auf, was du hörst. Überprüfe die Antworten. Du wirst Fortschritt sehen. F. Beobachte dein Selbstvertrauen. Frage dich: Spreche ich leichter? Habe ich weniger Angst? Versuche ich öfter zu sprechen? Selbstvertrauen ist genauso wichtig wie Grammatik. Warte nicht auf Perfektion. Das ist eine gefährliche Falle. Viele Lernende denken: Ich muss perfekt sein, bevor ich spreche. Falsch. Perfektion wartet. Beständigkeit handelt. Beständigkeit gewinnt. Fließende Sprecher sind nicht perfekt. Sie machen Fehler. Sie vergessen Wörter. Sie benutzen einfache Sätze. Aber sie sprechen weiter. Das Ziel ist nicht perfektes Deutsch. Das Ziel ist alltägliches Deutsch. Sprache, die du wirklich benutzen kannst. Fortschritt ist am Anfang oft unsichtbar. Aber jeden Tag. Ein Satz, eine Korrektur, eine Hörübung, eine Wiederholung. All das erzeugt später große Veränderungen. Wenn du alleine lernst, erinnere dich daran: Du bist nicht zurück. Du bist nicht schwach. Du trainierst. Mach weiter. Sprich jeden Tag. Mach Fehler. Bleib konsequent. Und eines Tages wirst du zurückschauen und sagen: Ich habe es geschafft. Danke, dass du heute mit mir gelernt hast. Wenn dir diese Lektion geholfen hat, hör hier nicht auf. Echter Fortschritt entsteht durch kleine Schritte jeden Tag. Abonniere German Tales
und begleite mich für weitere einfache Lektionen, Geschichten und tägliches Sprechtraining. Und jetzt möchte ich von dir hören, schreibe einen kurzen Satz auf Deutsch in die Kommentare. Alles ist okay, auch etwas ganz Einfaches. Schon ein Satz ist Fortschritt. Sag mir auch, welches Thema du in der nächsten Lektion möchtest. Sprechen, Hören, Grammatik oder Wortschatz. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like es und teile es mit einem anderen Deutschlernenden. Bleib dran, bleib motiviert und wir sehen uns in der nächsten Lektion.